Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind zurückgekehrt an einen der schönsten Plätze hier in Armenien. Wir sind wieder an den Sevansee gefahren. Diese Woche zeigen wir euch, wie sollte es anders sein, 3 wunderbare Klöster. Wir nehmen euch mit zu den Symphony of Stones. Ein echter Schmaus, mehr für die Augen als für die Ohren. Und wir sind zurück auf der Seidenstraße, auf der Strecke zwischen Armenien und dem Iran. Lasst euch überraschen. Viel Spaß! Wir sind Petra und Christoph aus Hamburg. Ein Jahr verbringen wir auf kleinstem Raum mit größtmöglicher Freiheit in unserem Pössl-Kastenwagen. Unser Weg führt uns über den Balkan, durch den Kaukasus und die zentralasiatischen Staaten entlang der Seidenstraße. Auf dieser Midlife-Reise füllen wir weiße Flecken auf unserer persönlichen Landkarte. Filling White Spots eben. Morgens um 9 springen wir aus dem Van und werden gleich vom Vermieter unseres Parkplatzes in seine Hinterhofdestillerie eingeladen. Dass wir seine Wodka-Probe ausschlagen und um diese Zeit lieber die Symphony of Stones erleben, statt selber stoned zu sein, kann er nicht verstehen. Wir machen uns stattdessen auf dem Weg in die Schlucht. Kaum unterwegs bietet uns ein Einheimischer eine Mitfahrgelegenheit in seinem erstaunlich fitten Mercedes mit 450.000 gefahrenen Kilometern. Die Ghani-Schlucht empfängt ihre BesucherInnen mit einem imposanten Naturphänomen. Die etwa 50 Meter hohen Basaltformationen sind vulkanischen Ursprungs. Ihre sechseckige Form erinnert uns ein bisschen an Elefantenfüße. Für uns ist die Symphony of Stones eins der Highlights unserer bisherigen Reise. Am Straßenrand entdecken wir diesen Van. Kurz überlegen wir, ob sich ein Ausbau lohnt. Wir entscheiden uns, mit Puschel weiterzureisen. Weiter geht es zum Kloster Geghard, dem ersten dieser Woche. Es stammt aus dem 12. Jahrhundert und ist teilweise in den Fels gebaut.
Unterwegs stoppen wir unseren Bus an einer dafür vorgesehenen Haltestelle. Nicht jedoch, um Fahrgäste aufzunehmen, sondern damit ich an einem Online-Meeting mit Deutschland teilnehmen kann. Je weiter südlich wir kommen, desto karger wird die Landschaft. Wir empfinden sie als dennoch faszinierend. Hallo ihr Lieben! Nachdem wir heute Morgen an der Symphony of Stones sehr beeindruckt waren von dem, was wir da gesehen haben, was die Natur so schafft an Präzision und Wunderwerken, haben wir uns noch aufgemacht zum Kloster Geckhardt, leider eingerüstet, deswegen nicht ganz so gut zu sehen und auch nicht ganz so eindrucksvoll. Aber gut, jetzt sind wir auf dem Weg erneut zum Ararat. Wir werden uns jetzt nochmal von der armenischen Seite anschleichen, vom Kloster Khor Virab. Und im Moment ist er noch ein bisschen im Dunst, aber wir haben uns überlegt, dass wir die Nacht dort in der Nähe verbringen wollen und hoffen, dass es am Abend ein bisschen abkühlt oder morgen früh, sodass wir nochmal einen klaren Blick haben. Ja, der Ararat, zum Ararat haben wir eine besondere Verbindung, das wisst ihr, wenn ihr unsere Türkei-Videos gesehen habt, und wir freuen uns, nochmal einen Blick zu erhaschen. Bis später. Trockenheit und Staub haben ihre Spuren an unserem Kastenwagen hinterlassen. Es ist daher mal wieder Zeit für eine gründliche Autowäsche und einen kleinen Service-Check. Dabei stellen wir fest, dass die Anzeige für unseren leeren Abwassertank ein Eigenleben entwickelt hat. Ich versuche, der Sache auf den Grund zu gehen. Dieser bleibt mir jedoch versperrt. Über eure Tipps in den Kommentaren, wie ich die Revisionsverschlüsse öffnen kann, freue ich mich. Auf unserem heutigen Programm steht das Kloster Khor Virab. Es ist die dem Berg Ararat am nächsten gelegene Stelle auf armenischem Gebiet und bietet einen der schönsten Blicke auf den 30 Kilometer entfernten Berg. Unser drittes und letztes Kloster ist Noravank. Es liegt spektakulär inmitten der Schlucht des Flusses Amagu, die für ihre roten Felsen bekannt ist. Bis ins 19. Jahrhundert war Noravank die Grabstätte der Fürstenfamilie Orbeljan, die auch die Karawanserei gebaut haben, die wir später noch besichtigen.
Zurück auf der Seidenstraße machen wir uns auf die Suche nach der alten Dardalbrücke. Wir sind zurück auf der Seidenstraße. Die Dardalbrücke, auf der ich hier sitze, ist aus dem 13. Jahrhundert und war Teil der Seidenstraße. Hier sind die Karawanen rübergezogen auf ihrem Weg von Armenien in den Iran. Nach einer Nacht an einem Stausee fahren wir nach Djermuk. Die Stadt ist in Armenien für ihr natürliches Mineralwasser bekannt. Ihr Name leitet sich vom armenischen Wort Djermuk ab, was übersetzt warme Mineralwasserquelle heißt. Als Fotospot beliebt bei TouristInnen und Brautpaaren sind die nahegelegenen Wasserfälle. Das sanft fließende Wasser gibt ihnen auch den Beinamen Schleier der Braut. Für uns geht es zurück auf die Seidenstraße. Die auf 2000 Meter ansteigende Route bietet atemberaubende Blicke. Genießt sie mit uns. Wer fleißig unsere Videos schaut, der weiß ja, dass ich der Experte bin für die Karawansereien entlang der Seidenstraße. Wir haben euch hier nochmal einen kleinen Ausschnitt aus einem anderen Video verlinkt. Wir sind hier in der Sultan Hani Karawanserei und die wurde gegründet im Jahre 1299. 1229. Und aufgrund ihrer Lage ist es die größte Karawanserei der Welt. Das machen wir jetzt mal. Wir sind nach wie vor auf der Seidenstraße unterwegs, sind jetzt in Armenien und sind an der Obeljani Karawanserei angekommen. Die liegt direkt auf der Route Iran-Armenien und
Ist in einem, ja, ich würde mal sagen, einigermaßen Zustand. Von allen Karawansereien in Armenien wohl die noch am besten erhalten ist. Erbaut wurde sie 1332 von dem Prinzen Cäsar Obiliani. Der hat sie in erster Linie erbaut, um seine Familie, die eine sehr christliche Familie war, vor Gott gut dastehen zu lassen. Und sie ist natürlich für die Handelsreisenden und ihre Tiere, die eben auf der Seidenstraße unterwegs waren. Das ganze Objekt liegt auf 2400 Meter Höhe und man muss sich das mal vorstellen, dass eben ja, diese Karawane wirklich auf solchen Höhen unterwegs war. Wir zeigen euch jetzt natürlich so ein bisschen, was man drin noch sehen kann. Es ist leider sehr dunkel, insofern sind die Bilder nicht so perfekt, aber es ist trotzdem ganz spannend, sich das anzuschauen. Vor der Karawanserei spricht uns Pavel an. Er freut sich, seine am Goethe-Institut in Moskau erworbenen Deutschkenntnisse mal in der Praxis anwenden zu können. Wir kehren zurück an den Sewansee und freuen uns auf ein paar Tage Urlaub vom Reisen. Wir sind nochmal zurückgekehrt an den Sewansee und haben an fast der gleichen Stelle nochmal Halt gemacht. Wir haben hier so einen kleinen Privatstrand sozusagen. Mit uns campen jetzt hier noch Franzosen, die stehen dort, genau. Und es sind so ein paar Tagesbesucher hier, die ab und zu mal ins Wasser springen, aber alles sehr entspannt. Und während ich den Film schneide, den ihr jetzt seht, genieße ich einfach diesen sensationellen Ausblick hier. Später lernen wir noch Lilly und Flo aus Köln, das deutsch-britische Pärchen Lydia und Jack und Kaljan aus Belgien kennen. Ich bin ja ein echter Kaffee-Junkie, deshalb habe ich vor unserer Reise auf dem Flohmarkt extra so einen Kaffeefilter gekauft. Und neulich habe ich im Supermarkt diesen Kaffee entdeckt. Der hat hoffentlich das echte Verwöhnaroma. Und den hat, glaube ich, nicht nur Frau Sommer ihren Gästen serviert, sondern auch meine Oma. Danke, Christoph, dass du deinen Kaffee jetzt öfter selber kochst. Das sorgt für deutliche Entspannung in unserer Reisekasse. Wie es um alle anderen Positionen bestellt ist, seht ihr jetzt. Unser Reisebudget ist auf einen Tagessatz von 55 € kalkuliert, den wir jetzt nach 3 Monaten inklusive Juni auch fast einhalten. Am kommenden Wochenende ist unser Transit durch Russland geplant. Das heißt, dass wir von Freitag bis Sonntag fahren werden und deswegen am Sonntag nicht der übliche Reisefilm erscheinen wird. Dafür haben wir uns überlegt, dass wir einen anderen Film einspielen, aller Voraussicht nach ein Service-Thema, das wir uns in den nächsten Tagen noch überlegen. Lasst euch überraschen. Bis bald. Tschüss.